Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich habe mich passend zu dem heutigen Rezept angezogen. Was es damit auf sich hat, damit komme ich gleich um die Ecke. Aber zuerst möchte ich eine Quizfrage stellen. Und das Lustige ist, ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte jetzt dem Gewinner versprechen, dass ich ihn ein Leben lang bekochen werde. Die Lösung ist nämlich so schwer, dass ich mir fast sicher bin, nein, ich möchte sogar sagen, ich bin mir ganz sicher, dass da niemand drauf kommt. Was haben dieser nette Herr und diese Zutaten mit mir gemeinsam? Tja, das ist natürlich jetzt die Frage. Vielleicht kommt der eine oder andere ja da drauf, wenn ich zumindest schon mal die Zutaten verrate. Das sind die Hauptakteure unseres heutigen Rezepts. 500 Gramm trockener Weißwein, 250 Gramm weißer Rum, 100 Gramm brauner Rohrzucker, eine Bio-Zitrone und eine Bio-Orange. Der Lösung jetzt auch nicht näher gekommen? Verstehe ich gar nicht. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Herrn. Ja, wie man deutlich erkennen kann, gibt es zwischen diesem Herrn und mir keine optische Ähnlichkeit. Und trotzdem verbindet uns familiär etwas miteinander. Ich löse es jetzt auf. Den Herr, den man hier sieht, dieser Herr heißt Professor Georg Ebers. Georg Ebers wurde 1837 in Berlin geboren und er war Ägyptologe. Die Ägypter haben ja damals schon Pyramiden und tolle Tempel gebaut und Georg Ebers hat einen Papyrus gefunden, in dem alles steht, was wir über die Medizin der Ägypter wissen. Der Papyrus selbst ist 18 Meter lang und Georg Ebers hat ihn damals übersetzt. Deswegen heißt er auch Papyrus Ebers. In der Unibibliothek in Leipzig kann man ihn bewundern. Ich weiß, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Das hat damit was mit mir zu tun, weil Georg Ebers einen Urgroßenkel hat. Auch er heißt Georg Ebers. Und Georg Ebers ist mein Stiefpapa. Genau, mein Stiefpapa seit übrigens fast 40 Jahren. Und das Rezept, was ich mit euch heute machen möchte, beziehungsweise mit euch umsetzen möchte, ist ein alter Weißweinpunsch, beziehungsweise ein altes Rezept. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Der Sage nach schenkte der Leibkoch König Alberts von Sachsen das Rezept, also das Rezept des Weißweinpunsches, dem Ägyptologen Georg Ebers zu dessen Hochzeit. Und bei uns gibt es diesen Punsch bis heute an Silvester. Jetzt geht es aber an die Zubereitung. Als allererstes geben wir den braunen Zucker in eine flache Schüssel. Danach geben wir die Zitronenschale von einer halben Zitrone hinzu. Dann halbieren wir die Zitrone und pressen den Zitronensaft einer halben Zitrone aus. Genauso verfahren wir jetzt auch mit der halben Orange, beziehungsweise jetzt ist sie ja noch ganz. Wir nehmen wieder die Hälfte von der Orange ab an Schale und geben sie in unsere Schüssel. Nun teile ich auch hier die Orange und gebe den halben Saft der Orange ebenso hinzu. Als nächstes koche ich Wasser auf, damit ich die Zitronen und die Orangenschalen und den Zucker mit dem heißen Wasser dann später übergießen kann. Im nächsten Schritt gebe ich das kochende Wasser über meine Zitronen, Orangenschalen und über den Zucker, aber genau so, dass der Zucker bedeckt ist. Wenn man sich nicht gerade von diesem herrlich aromatischen, wunderbaren Duft von Orangen und Zitronen ablenken lässt, dann kann man hier herrlich sehen, wie schnell sich der Zucker schon auflöst. Das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 4 bis 5 Stunden zugedeckt ziehen und dann machen wir weiter.
bevor ich diese wunderbaren Komponenten sich miteinander vereinigen lasse, durchmische ich immer ganz gerne nochmal schnell die Schalen und dann wird abgedeckt. Jetzt sind circa 5 Stunden rum und jetzt schauen wir uns, beziehungsweise ihr könnt es ja leider nicht riechen, aber jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an und einfach köstlich. Das riecht auch schon so richtig weihnachtlich mit der Orange und mit der Zitrone und jetzt decken wir es mal ab. Hier können wir schon ganz toll sehen, wie sich der Zucker tatsächlich gänzlich aufgelöst hat und ich kann euch nur sagen, die Küche duftet so unfassbar herrlich nach Orange und nach Zitrone. Allein schon deswegen solltet ihr dieses Rezept mal ausprobieren. Im nächsten Schritt entnehmen wir dem Zuckerwasser die Zitronen- und die Orangenschale. Ich habe das Zuckerwasser jetzt noch mal in einen anderen Behälter gegeben, damit ich mich später beim Umschütten leichter tue. Und jetzt vereinen wir alle anderen Komponenten miteinander. Jetzt kommt das Tête-à-Tête der wunderbaren Geschmacksexplosion. Als allererstes gebe ich in meinen Topf den ausgepressten Orangen-Zitronensaft. Nun folgt unser trockener Weißwein. Und direkt im Anschluss folgt das Zuckerwasser. Jetzt wird das Ganze erwärmt und kurz vor dem Sieden kommt dann der weiße Rum hinzu. Und jetzt folgt der weiße Rum. Ich komme mir schon hier vor wie in einer Hexenküche. Es duftet wunderbar und unser Weißweinpunsch ist auch nun fertig und kann umgegossen werden. Dann geht's jetzt ans Probieren. Was ich an diesem Punsch so großartig finde, ist, dass er so erfrischend daherkommt. Er zieht nicht runter, er macht nicht müde durch die Zitrone und durch die Orange, erfrischt er förmlich. Und natürlich sollte man sich bei dieser Menge, wenn man denn dem Punsch nicht entsagen möchte, wirklich auch nur ein Gläschen trinken und es sich dabei gut gehen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein großartiges Silvesterfest, rutscht gut rüber und bleibt gesund. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin, eure Mangal.